Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute koche ich mal nicht, sondern ich habe heute mal einen Tipp für euch. Vielleicht wisst ihr es noch nicht. Und zwar geht es um die lästigen Fruchtfliegen, die man im Sommer so gerne, ja, überall rumschwirren hat. Das Obst wird in Hülle und Fülle jetzt gerade angeboten, jetzt zum Sommer hin. Und da greift man natürlich zu, ist ja klar. Und dann kommt man nach Hause, dann hat man eine hübsche Obstschale, dekoriert das Obst und sagt, ja, ich möchte mal gerne irgendwann immer mal zugreifen können, deswegen habe ich es ja gekauft. Und ja, und ratzfatz, hast du nicht gesehen, sind diese Fruchtfliegen da. Also wie aus dem Nichts und die wuseln dann um das Obst herum und sitzen dann da drauf. Ich meine, schädlich ist es nicht, aber ich werde da verrückt und es ist einfach auch unappetitlich, oder? Und ja, woher kommen die eigentlich, diese Fruchtfliegen? Ja, das ist ganz einfach, weil die bringt man sich schon mit nach Hause. Diese Eier und die Larven, die sitzen nämlich schon auf dem Obst, wenn wir das Obst kaufen und es nach Hause bringen. Und wenn wir dann die Schale dekorieren, ja, dann schlüpfen diese Biester und ja, ganz schnell ist es passiert und ja, da wuselt's denn halt. Ja, was kann man da eigentlich machen? Das Schlimme dabei ist nämlich, wenn man das Obst dann stehen lässt und das reift noch nach. Ja, also dann ist es ganz blöde, weil dann vermehren sich diese Viecher dann auch noch ungemein und man wird sie dann fast gar nicht mehr los. Also, was ich mache, wenn ich das Obst gekauft habe, als allererstes wird das Obst richtig schön unter fließendem Wasser gewaschen. Ja, damit entferne ich dann schon mal diese Larven und diese Eier, die sind dann schon mal weg. Dann kann ich sie auch in die Obstschale tun. Nur das Obst muss dann aber auch relativ zügig gegessen werden. Ne? Also mit stehen lassen, großartig ein paar Tage ist es auch nicht, aber das will man ja gar nicht. Man hat ja das Obst und das Gemüse gekauft, um dass man es auch gleich dann isst. Und das sollte man dann auch wirklich machen. Ja, und wie kann ich denn eigentlich diese Fruchtfliegen vermeiden? Oder zum größten Teil, so ganz vermeiden lässt sich ja ehrlich gesagt nicht, aber wie kann ich das überhaupt steuern, dass das gar nicht erst so zu so einem großen Befall kommt? Also am besten kauft man das Obst tatsächlich nur in den Mengen, die man auch wirklich braucht. Dann lagert man es auch am besten im Kühlschrank. Gut, bei einigen Beeren, die mögen es nicht so gerne, wenn die in den Kühlschrank gestellt werden. Aber das ist dann noch der sicherste Weg. Aber das möchte ich ja nicht, weil ich habe das Obst gekauft. Ich will meine Obstschale haben. Also das Obst wird richtig schön unter fließendem Wasser gewaschen, getrocknet. Und dann kann ich es auch in die Obstschale legen, wenn ich es dann auch relativ zügig esse. Andernfalls wirklich das Obst ab ins Gemüsefach. Und wenn man es vorher wäscht, ist es auch nicht falsch. Ja, die zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn man die Obstschale stehen hat, dass man so eine Speisehaube hat. Also dieses engmaschige Obstgitter, das ist so eine Haube, die stülpt man dann eben über die Obstschale und da haben es dann die Biester dann auch nicht so einfach. Aber besonders dekorativ ist es natürlich auch nicht. Also tatsächlich besser ist es, nicht zu viel kaufen und nur das kaufen, was man auch tatsächlich braucht. Ja, aber es ist ja nicht immer nur das Obst und das Gemüse. Also das kennt ihr bestimmt auch. Es ist ein blauer Sommerabend, man sitzt zusammen und trinkt ein schönes Glas Wein, unterhält sich und es ist ein schöner Abend. Der Wein, der ist im Glas, man prostet sich zu, man stellt das Glas zurück und beim nächsten Schluck, ich schwör's euch, beim nächsten Schluck habe ich solche Viecher da drin, die ja da um ihr Leben kämpfen. Und das ist ja auch wieder nicht so appetitlich. Also ich habe da immer folgenden Trick. Ich stelle immer überall solche kleinen Schälchen auf und da gebe ich immer so ein Gemisch aus Essig und Wasser rein und einen Tropfen Spülmittel. Und ja, die verteile ich dann im Raum und da, wo eben die Flasche Wein steht und wo wir unsere Gläser stehen haben.
Und die lieben ja das und die gehen dann halt auch da rein, diese Fruchtfliegen. Und durch diese Oberflächenspannung, die das Spülmittel da im Wasser auslöst, fliegen die da rein und kommen nicht mehr raus. Also man kann dann wenigstens schon mal ja, in Ruhe sein Glas Wein trinken. Ja? Aber es gilt auch, alle Flaschen, die geöffnet werden, sollte man tatsächlich sofort wieder zumachen. Generell mache ich es so, dass ich im Sommer, wenn ich das ja weiß, also diese Biester sind da, diese kleinen Obst- und Fruchtfliegen, dann mache ich es immer so, dass ich wirklich überall, auch am Tag, ich verteile einfach diese kleinen Schälchen, was ich da noch mache, also wirklich, also Gemisch, Essig, Wasser, einen Tropfen Spülmittel rein, dann spanne ich Klarsichtfolie drüber und mit dem Messer mache ich so kleine Löcher da rein. Dann freuen die sich, dann krabbeln die alle da rein und kommen eben auch nicht mehr raus. Ne? Also da kann man es auch schon dezimieren. Aber wie gesagt, also geöffnete Flaschen, egal ob Wein oder Fruchtsaft, also die sollte man wirklich wieder sofort schließen, weil die stürzen sich wirklich mit Begeisterung da drauf und auf einmal hat man ganz viele dann im Raum und das ist einfach nicht schön, das ist einfach, das ist unappetitlich, ja, also das braucht man nicht, das will man nicht. Leere Flaschen auch, egal ob man jetzt Fruchtsaft getrunken hat oder Wein getrunken hat, also die spüle ich generell aus, verschließe sie, wenn sie da keinen Deckel haben, dann spüle ich die sofort aus, wasche die aus und dann bis zur Entsorgung lasse ich sie dann stehen und ich schaue, dass ich dann also diese leeren Flaschen schnellstens immer zum Container bringe, dann kann sich da auch nichts ansammeln, weil offene Flaschen, der Duft ist eben da von Wein, von Frucht und selbst da gehen die in jeden Winkel und das muss einfach nicht sein. Also die Flaschen schön säubern, Deckel drauf und sofort entsorgen. Das ist immer noch der einfachste Weg. Ja, vielleicht haben euch meine Tricks ein bisschen geholfen, um die Anzahl dieser Obst- und Fruchtfliegen im Sommer so ein bisschen zu reduzieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder vielleicht, dass ihr auch mal kommentiert, vielleicht habt ihr ja noch einen Trick. Also ich bin da wirklich offen, vielleicht habt ihr noch irgendeinen Trick, den ich anwenden könnte. Vielleicht helfen meine Tipps und Tricks dem einen oder anderen von euch. Ach, und wenn ihr wissen wollt, wie man Tomaten richtig schneidet, da habe ich dann auch noch so einen kleinen Trick, also den verlinke ich euch auch mal oben, Tomaten richtig schneiden, damit sie nicht beim Schneiden, dass das Fruchtfleisch immer so auseinanderfällt. Also vielleicht wollt ihr es euch mal anschauen, das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp, wie ich finde. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann und tschüss!